Das Stade Vélodrome ist nicht nur eines der bekanntesten Stadien Frankreichs, sondern in seiner Erscheinung auch gleichzeitig so einmalig, dass es jedem Fußballfan direkt ins Auge springt. Dazu sorgen die Fans von Olympique Marseille mit Blöcken hinter beiden Toren für ordentlich Stimmung in der Bude. In diesem Video wollen wir uns das Stade Vélodrome und seine Geschichte mal etwas genauer anschauen. In seiner Ursprungsform wurde das Stade Vélodrome für die Weltmeisterschaft 1938 erbaut. Es ist also viel älter, als sein heutiges Aussehen vermuten lässt. Die Kapazität bei der Eröffnung im Jahr 1937 betrug bereits 30.000 Plätze. Damals besaß das Stadion noch eine Radrennbahn, die auch für den Namen des Stadions verantwortlich ist. Darüber hinaus wurden auch andere Sportarten im Stadion betrieben, wie zum Beispiel Rugby oder Leichtathletik. Ein reines Fußballstadion war das Stade Vélodrome damals also nicht. Über die Jahre wurde das Stadion dann mehrfach modernisiert, vor allem aber für die Weltmeisterschaft 1998 und für die Europameisterschaft 2016. Bei einer dieser Modernisierungen wurde dann auch die eben angesprochene Radrennbahn entfernt, den Stadionnamen hat das Stadion aber behalten. Für die WM 98 wurde die damalige Zuschauerkapazität von 40.000 dann auf insgesamt 60.000 Zuschauer aufgestockt. Im Dezember 97, also kurz vor der WM, wurden im Stadion dann sogar die finalen Gruppen für die Weltmeisterschaft ausgelost. Das war die erste Auslosung unter freiem Himmel für eine WM-Endrunde überhaupt. 7 Spiele der Weltmeisterschaft 98 fanden hier statt, unter anderem das Viertelfinale zwischen Argentinien und den Niederlanden. Maradona, his first World Cup, he didn't pick him in 78, he was sent off. Beautifully pulled down by Bergkamp! Oh, what a goal! Dennis Bergkamp has won it for Holland! Das Stade Vélodrome sorgte jahrelang für eine Art Hassliebe in der Stadt. Die kritischen Stimmen wurden über die Jahre immer lauter, da das Stadion unter anderem kein Dach besaß. So hatten die Zuschauer, aber auch das Stadion immer wieder mit dem Wetter zu kämpfen. Nachdem Frankreich dann die Zusage für die Europameisterschaft 2016 erhalten hat, standen die Mittel bereit, um das Stadion endlich zu modernisieren. Begonnen haben die 3 Jahre andauernden Arbeiten dann im Jahr 2011. 2017 war das Stadion dann Start- und Endpunkt des Zeitfahrens der Tour de France. Nur dafür ließ die Stadt Spezialasphalt verlegen, der wenige Tage später wieder entfernt wurde. Insgesamt hat der Umbau für diese Veranstaltung ungefähr 750.000 Euro verschlungen. Heutzutage passen über 67.000 Zuschauer ins Stadion. Damit ist das Stade Vélodrome das größte Stadion in Frankreich, in dem Vereinsfußball gespielt wird. Nur das französische Nationalstadion ist größer. Der Bürgermeister der Stadt hatte eigentlich sogar den Plan, das Stadion für 80.000 Zuschauer auszulegen. Dieses Vorhaben stieß aber auf Kritik in der Bevölkerung und da auch die Finanzierung nicht gesichert war, wurde das Vorhaben wieder verworfen. Ich selbst habe auch schon ein Spiel im Stade Vélodrome gesehen, das war während der Renovierungsphase im Jahr 2013. Am letzten Spieltag der Champions League Gruppenphase sicherte Kevin Großkreuz dem BVB damals mit seinem Treffer den Gruppensieg und die Qualifikation für die K.O.-Runde. Das ist einer dieser Fußballmomente, die ich niemals vergessen werde. Ich kann jedem von euch nur empfehlen, das Stade Vélodrome einmal zu besuchen. Dadurch, dass die Fans hinter beiden Toren ihre Kurven haben, ist die Stimmung im Stadion echt was ganz Besonderes. Und wie ihr sehen könnt, ist ja auch das Stadion echt was ganz Besonderes. Man erkennt es direkt anhand seiner Fassade und der Bauform und einfach allem. Also das Stade Vélodrome kann ich wirklich nur weiterempfehlen, muss man gesehen haben.